Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Moral über alles? Von Michael Lüders ist ein zugespitztes, kenntnisreiches Plädoyer für eine Außenpolitik, die moralische Ansprüche nicht absolut setzt, sondern mit realen Interessen versöhnt. Lüders, seit Jahren als Nahostkenner und scharfer Analytiker internationaler Konflikte bekannt, nimmt die verbreitete Rede von wertegeleiteter Politik kritisch unter die Lupe. Sein Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass westliche Staaten, darunter Deutschland, ihre Außenpolitik oft in ethischen Kategorien begründen, in der Praxis jedoch regelmäßig auf Macht, Ressourcen und Sicherheitsbedürfnisse reagieren. Aus dieser Spannung erwachsen Dilemmata, Doppelmoralvorwürfe und ungewollte Nebenfolgen, die das Vertrauen weltweit untergraben und die eigene Handlungsfähigkeit schwächen können. Das Buch lädt Leserinnen und Leser dazu ein, hinter die Fassade erhabener Rhetorik zu blicken. Es zeigt, wie Narrative entstehen, wie sie Medien und politische Entscheidungsprozesse prägen und wie sie mit den harten Zwängen von Geopolitik und Ökonomie kollidieren. Lüders argumentiert nicht gegen Werte. Er fragt, wie sich Werte tragfähig in Strategien übersetzen lassen, ohne in moralischer Selbstüberschätzung zu enden. Wer Deutschlands Rolle in einer multipolaren Welt verstehen will, findet hier Orientierungspunkte. Von Energieabhängigkeiten über Sanktionen und ihre Rückwirkungen bis zu Bündnispolitik, Völkerrecht und diplomatischen Optionen. Moral über alles ist damit keine zynische Abrechnung, sondern eine Einladung, Verantwortungsethik statt Gesinnungsethik zur Grundlage politischer Praxis zu machen. Anhand zahlreicher Beispiele skizziert Lüders die Konturen einer pragmatischen Außenpolitik, die eigene Interessen offen definiert, Widersprüche ehrlich benennt und dennoch normative Leitplanken wahrt. Das Ergebnis ist eine streitbare, aber nüchterne Bestandsaufnahme, die gerade in Zeiten zugespitzter Konflikte und schrumpfender Spielräume einen klaren Blick fördert. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Werte versus Interessen. Der Kernkonflikt moderner Außenpolitik. Im Zentrum des Buches steht die Grundspannung zwischen moralischem Anspruch und realpolitischer Notwendigkeit. Lüders greift einen klassischen Gegensatz auf, der schon Max Weber umtrieb. Gesinnungsethik, die auf reine Prinzipientreue zielt, versus Verantwortungsethik, die Folgenorientierung betont. In der Außenpolitik bedeutet dies, dass moralische Leitbilder Orientierung bieten, jedoch stets gegen Risiken, Kosten und Machbarkeit abgeglichen werden müssen. Wird Moral absolut gesetzt, droht eine Politik der symbolischen Reinheit, die den eigenen Interessen zuwiderläuft, Bündnispartner überfordert und die Glaubwürdigkeit untergräbt. Lüders entfaltet diesen Widerspruch anhand aktueller Konfliktlagen. Er zeigt, wie leicht sich politische Kommunikation auf moralische Kategorien stützt, um klare Frontlinien zu zeichnen. Doch internationale Beziehungen sind komplex. Akteure handeln nicht in einem Vakuum, sondern unter Bedingungen asymmetrischer Macht, ökonomischer Verflechtungen und gesellschaftlicher Verwundbarkeiten. Wer etwa Sanktionen als moralische Waffe einsetzt, muss bedenken, dass sie Nebenwirkungen produzieren, die die eigene Volkswirtschaft, die Energieversorgung oder die Stabilität globaler Lieferketten treffen können. Ein moralisch begründetes Instrument verliert an Legitimität, wenn es offenkundig mehr Schaden als Nutzen stiftet oder die Falschen trifft. Der Autor kritisiert nicht die Geltung von Werten, sondern ihre instrumentelle und selektive Anwendung. Wird Moral zur Fassade, hinter der sich strategische Motive verbergen, entsteht der Eindruck von Doppelmoral. Das beschädigt Vertrauen, gerade im globalen Süden, wo koloniale Erfahrungen und ökonomische Abhängigkeiten die Wahrnehmung prägen. Eine glaubwürdige Wertepolitik muss daher konsistent sein, Prioritäten transparent machen und anerkennen, dass nicht jeder Missstand mit den verfügbaren Mitteln behoben werden kann. Zugleich skizziert Lüders eine pragmatische Antwort. Werte bleiben Leitplanken, aber Interessen definieren die Route. Das heißt konkret, nationale Sicherheit, Wohlstand und gesellschaftliche Kohäsion als legitime Ziele offen zu benennen. Damit einher geht die Bereitschaft, Kompromisse zu schließen,
unbequeme Realitäten anzuerkennen und den Zeithorizont politischer Maßnahmen realistisch zu bemessen. Moralische Zielbilder werden so nicht aufgegeben, sondern in eine Strategie überführt, die Zwischenschritte vorsieht und die eigene Kapazität nicht überfordert. In dieser Balance erkennt Lüders die Voraussetzung für nachhaltige Politik in einer Welt, in der Machtprojektion, Rohstoffe, Technologie und Allianzen über Handlungsräume entscheiden. Ein Kernargument lautet daher: Wer Moral und Interessen gegeneinander stellt, landet in einer Sackgasse. Wer beides integriert, schafft Handlungsspielräume. Das Buch liefert dafür Begriffe, Heuristiken und Fallbeobachtungen, die das Spannungsverhältnis greifbar machen und den Weg zu realitätsfesten Entscheidungen ebnen. 2. Doppelmoral, Selektivität und der Blick des globalen Südens. Lüders widmet eine zentrale Passage der Frage, wie westliche Wertepolitik global wahrgenommen wird. Sein Befund ist ernüchternd. Viele Staaten im globalen Süden erkennen in moralisch aufgeladenen Appellen eine selektive Empörung, die mit geopolitischen Interessen zusammenfällt. Menschenrechte werden betont, wo es in strategische Agenden passt, und relativiert, wo Partner unentbehrlich erscheinen. Diese Dissonanz schafft nicht nur Misstrauen, sie beschleunigt auch die Hinwendung zahlreicher Länder zu alternativen Machtzentren und Finanzierungsquellen. Das Buch verweist darauf, dass der internationale Diskurs seit Jahrzehnten von Interventionen, Sanktionsregimen und Regimewechseln geprägt ist, die häufig unter moralischen Vorzeichen standen. Die Bilanz fällt gemischt aus. Mancher Eingriff hat Gräuel verhindert, andere haben Machtvakuum, Bürgerkriege oder Staatszerfall begünstigt. Entscheidend ist für Lüders die Wahrnehmung. Wenn Normen selektiv durchgesetzt werden, wird der moralische Anspruch als politisches Werkzeug gelesen. Das führt zu Abwehrreaktionen, zu Blockbildungen in internationalen Foren und zu einer wachsenden Skepsis gegenüber universellen Standards, die doch eigentlich alle schützen sollen. Ein weiteres Moment der Doppelmoral betrifft ökonomische Realitäten. Der Westen fordert von Partnern die Einhaltung strenger Regeln, während eigene Märkte durch Subventionen, Exportkontrollen und extraterritoriale Sanktionen geschützt werden. Aus Sicht vieler Entwicklungs- und Schwellenländer wirkt dies wie eine Fortsetzung asymmetrischer Spielregeln, die Wertschöpfungsketten, Technologiezugang und fiskalische Spielräume ungleich verteilen. Lüders beschreibt, wie solche Strukturen die Glaubwürdigkeit normativer Ansprüche erodieren lassen und appelliert an ein ehrliches Eingeständnis eigener Interessen. Für Deutschland und Europa zieht er 2 Folgerungen. 1. Wer gehört werden will, muss zuhören. Partnerschaften auf Augenhöhe verlangen, dass Sicherheits- und Entwicklungsbedürfnisse des Gegenübers ernst genommen werden. Das heißt auch Infrastruktur, Energie, Ernährungssicherheit und Gesundheit als handfeste Kooperationsfelder zu priorisieren, statt primär auf moralische Belehrung zu setzen. 2. Konsistenz erhöhen. Wenn rote Linien benannt werden, müssen sie mit Ressourcen, Durchhaltevermögen und einer realistischen Risikobewertung hinterlegt sein. Ansonsten wird normative Rhetorik zum Bumerang. Die multipolare Ordnung verstärkt diese Dynamik. Neue Formate, Allianzen und Finanzmechanismen bieten Staaten Alternativen. Wer moralische Ansprüche glaubwürdig vertreten will, muss Wettbewerb um Deutungshoheit und Leistungsfähigkeit annehmen. Lüders plädiert deshalb für eine Politik, die Prinzipien nicht aufgibt, sie aber durch praktische Angebote unterfüttert. Entwicklungskooperation mit messbaren Ergebnissen, faire Rohstoffpartnerschaften, Technologietransfer gegen klare Standards und verlässliche Sicherheitszusagen sind Bausteine, die moralische Sprache in Vertrauen übersetzen können. Das Kapitel ist ein Weckruf. Moralische Kommunikation ohne materielle Unterfütterung verstärkt den Verdacht der Doppelmoral. Eine ehrliche Interessenpolitik, die nachvollziehbare Vorteile für Partner generiert und zugleich konsistente Standards wahrt, schafft dagegen die Grundlage, auf der Werte überzeugen können. 3. Narrative, Medien und die Architektur des Diskurses. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Rolle von Narrativen in Politik und Öffentlichkeit.
Lüders analysiert, wie politische Lager Storylines entwickeln, die komplexe Wirklichkeit auf moralisch eindeutige Bilder verdichten. Solche Deutungsrahmen strukturieren Aufmerksamkeit, prägen Agenden und bestimmen, welche Optionen als denkbar gelten. Der Preis der Vereinfachung ist hoch. Grautöne verschwinden, legitime Zweifel werden als Illoyalität markiert und die Bereitschaft, Kosten und Nebenfolgen nüchtern zu kalkulieren, schwindet. Medien spielen dabei eine doppelte Rolle. Sie sind kritische Kontrolleure, aber auch Filter, die Resonanzräume für Politik schaffen. In hochpolarisierten Debatten verstärken sich moralische Signale leichter als abwägende Stimmen. Hashtags, Talkshows und Zuspitzung begünstigen Schwarz-Weiß-Logiken. Lüders sieht hierin eine Gefahr für die Qualität demokratischer Entscheidungsprozesse. Wo moralische Eindeutigkeit die Oberhand gewinnt, werden Alternativen nicht ernsthaft geprüft und Lernprozesse bleiben aus, weil Kurskorrekturen als Eingeständnis moralischer Schwäche gelten. Das Buch ruft daher zur Pflege einer Debattenkultur auf, die Differenzierung belohnt. Zentrale Elemente sind Transparenz über Zielkonflikte, sorgfältige Sprachwahl und die Bereitschaft, Evidenz gegen Erwartungshaltungen zu verteidigen. Dazu gehört, Prognosen an Ergebnissen zu messen, nicht an Absichten. Wenn Sanktionen, Missionen oder Rüstungsprogramme andere Effekte zeitigen als erwartet, sollten Medien und Politik das offen thematisieren. Solche Lernschleifen sind keine Schwäche, sondern Ausdruck von Verantwortungsethik. Lüders thematisiert zudem die Selbstlogik politischer Institutionen. Ministerien, Parteien und internationale Organisationen erzeugen Pfadabhängigkeiten. Einmal beschlossene Linien sind schwer zu verlassen, weil Reputationskosten drohen. Moralische Rahmung stabilisiert solche Pfade, indem sie Abweichungen delegitimiert. Umso wichtiger werden unabhängige Expertise, plural besetzte Beratungsgremien und parlamentarische Kontrolle, die Alternativen sichtbar halten. Hier sieht Lüders die Medien in einer Schlüsselrolle, als Katalysatoren von Offenheit statt als Verstärker bestehender Filterblasen. Schließlich warnt er vor Personalisierung und Skandalisierung. Komplexe Zielkonflikte lassen sich nicht in Schuldige und Helden auflösen. Eine Öffentlichkeit, die moralische Erwartungen mit realistischer Folgenabschätzung verbindet, ist die beste Versicherung gegen Fehleinschätzungen. Dazu gehört auch, den Unterschied zwischen Empörung und Politik zu wahren. Empörung kann mobilisieren, aber sie ersetzt keine Strategie. In dieser Entmoralisierung des Diskurses liegt keine Zynik, sondern die Chance auf bessere Entscheidungen. Lüders plädiert damit für eine reife politische Kultur, die die Kraft moralischer Ideen bewahrt, ohne sich von ihnen fesseln zu lassen. 4. Geopolitik der Abhängigkeiten. Energie, Wirtschaft und Sanktionen. Ein Kernteil des Buches widmet sich den materiellen Grundlagen von Außenpolitik. Energieflüsse, Rohstoffzugänge, Lieferketten und Finanzinfrastrukturen bestimmen Handlungsspielräume stärker, als es moralische Appelle vermögen. Lüders argumentiert, dass strategische Autonomie nur dort entsteht, wo Verwundbarkeiten reduziert und Alternativen aufgebaut werden. Wer zentrale Vorprodukte, kritische Mineralien oder bezahlbare Energie nicht verlässlich sichern kann, ist gezwungen, normative Ziele dem Zwang der Knappheit unterzuordnen. In diesem Kontext beleuchtet er die Logik von Sanktionen. Sie gelten als scheinbar sauberes Instrument, das Druck erzeugt, ohne militärische Gewalt anzuwenden. Doch ihre Wirksamkeit hängt von globaler Anschlussfähigkeit ab. Wenn große Schwellenländer die Maßnahmen nicht mittragen oder sich neue Handelsrouten herausbilden, verpufft der Effekt oder verlagert sich. Hinzu kommt die Gefahr der Gegenwirkung. Höhere Preise, Engpässe, Wettbewerbsnachteile für die eigene Industrie. Lüders plädiert daher für eine nüchterne Kosten-Nutzen-Analyse, die den Zeithorizont berücksichtigt. Kurzfristige Härte kann langfristig Glaubwürdigkeit kosten, wenn Ziele nicht erreicht werden und die heimische Bevölkerung Belastungen trägt, deren Sinn sich nicht erschließt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Energiepolitik. Diversifizierung, Effizienz und Resilienz sind für Lüders keine Floskeln, sondern Sicherheitsinstrumente.
Er diskutiert, wie riskant Monokulturen bei Energieträgern oder Transitwegen sind und warum verlässliche Partnerschaften, moderne Speicher, Netzinfrastruktur und technologischer Wettbewerb entscheidend bleiben. Eine wertegeleitete Energiepartnerschaft kann nur tragen, wenn sie wirtschaftlich tragfähig ist und Versorgungssicherheit nicht dem Zufall überlässt. Auch Industrie- und Technologiepolitik geraten in den Blick. Exportkontrollen, Subventionswettläufe und Technologierivalitäten verschieben die Parameter globalen Wettbewerbs. Europäische Souveränität erfordert, so Lüders, strategische Prioritäten. In Halbleitern, Batterien, grünen Technologien, Pharma- und Cybersicherheit. Eine Außenpolitik, die moralische Ziele setzt, muss diese mit einer realistischen Standortstrategie verknüpfen. Andernfalls entsteht ein Zielkonflikt zwischen hehren Absichten und dem Erhalt von Wertschöpfung, Beschäftigung und Innovationskraft. Lüders sieht in der Multipolarität nicht nur Risiken, sondern auch Chancen. Wer klug vernetzt, diversifiziert und auf reziproke Abkommen setzt, kann Abhängigkeiten markieren, statt sich ihnen auszuliefern. Das verlangt Hausaufgaben. Infrastruktur modernisieren, Genehmigungsprozesse beschleunigen, Bildung und Forschung stärken, Kapital mobilisieren. Erst dann gewinnt Außenpolitik die materielle Basis, die moralische Ambition stützt. Anderenfalls bleibt Moralrhetorik, die an realen Zwängen scheitert. Fazit dieses Abschnitts: Moralische Ziele und wirtschaftliche Notwendigkeiten müssen in derselben Kalkulation erscheinen. Energie- und Handelspolitik sind keine separaten Sphären, sondern die Physik, in der Außenpolitik operiert. Lüders fordert daher, jede normative Entscheidung mit einem Resilienzcheck zu versehen. Was kostet sie? Wer trägt die Last? Wie schnell lassen sich Schäden beheben? Und welche Alternativen bestehen tatsächlich? Schließlich Pfad zu Realpolitik 2.0. Prinzipien bewahren, Interessen ehrlich definieren. Im abschließenden Teil skizziert Lüders Leitplanken für eine pragmatische Außenpolitik, die Werte nicht preisgibt, aber konsequent in Interessenlogik überführt. Er spricht von einer Realpolitik 2.0, die nicht als kalte Machtarithmetik missverstanden werden darf, sondern als verantwortungsbewusste Integration von Moral, Sicherheit und Wohlstand. Die erste Leitplanke lautet Klarheit. Staaten brauchen eine präzise Definition vitaler Interessen. Dazu zählen territoriale Integrität, Schutz der Bevölkerung, funktionsfähige Wirtschafts- und Energiegrundlagen, Zugang zu Schlüsseltechnologien und die Integrität demokratischer Institutionen. Wer diese Interessen transparent benennt, kann Prioritäten setzen, Überdehnung vermeiden und Partnern verlässliche Signale senden. Zweitens setzt Lüders auf Diplomatie als Daueraufgabe. In einer Welt mit widerstreitenden Ordnungsentwürfen wird die Fähigkeit zum Dialog zum Machtfaktor. Dialog bedeutet nicht Zustimmung, sondern das Management von Risiken. Rüstungskontrolle, Krisenkommunikation, vertrauensbildende Maßnahmen und Backchannels sind Instrumente, die Eskalationsspiralen bremsen. Eine wertebewusste Außenpolitik wahrt rote Linien, sucht aber zugleich nach Deeskalationspfaden, die Gesichtsverlust vermeiden. Drittens betont er Resilienzpolitik. Innenpolitik wird zur Außensicherheit. Je stabiler Gesellschaften sozial, wirtschaftlich und technologisch aufgestellt sind, desto größer ist ihr außenpolitischer Handlungsspielraum. Bildung, Forschung, industrielle Kapazitäten, Gesundheitswesen, Schutz kritischer Infrastruktur und digitale Souveränität sind damit strategische Assets, nicht nur innenpolitische Projekte. Wer diese Basis stärkt, braucht seltener moralische Eskalationsrhetorik, weil er faktisch über Alternativen verfügt. Viertens plädiert Lüders für strategische Diversifizierung. Breite Allianzen, komplementäre Rohstoff- und Energiepartnerschaften, offene, aber belastbare Lieferketten und institutionelle Einbettung auf mehreren Ebenen reduzieren die Verwundbarkeit. Das Ziel ist nicht Autarkie, sondern gestaltete Abhängigkeit.
So lässt sich normative Kohärenz erhöhen, weil Zielkonflikte weniger hart durchschlagen. 5. fordert er Diskurskultur und Lernfähigkeit. Politische Führung sollte Erwartungen managen, Zielkonflikte erklären und aus Fehleinschätzungen sichtbar lernen. Evaluationspflichten, Sunset-Klauseln und unabhängige Wirkungsanalysen helfen, Maßnahmen an Resultaten zu messen. Medien und Wissenschaft sind als Korrektive gefragt, nicht als Beglaubigungsinstanzen für vorgefertigte Narrative. Schließlich entwirft Lüders eine Ethik der Bescheidenheit. Moralische Ziele bleiben wichtig, aber sie dürfen nicht verheißene Endzustände vorgaukeln. Fortschritt ist oft inkrementell, widersprüchlich, fragil. Eine Politik, die das offen kommuniziert, gewinnt Vertrauen, weil sie erwachsen wirkt. Realpolitik 2.0 heißt deshalb, Moral nicht zu überhöhen, sondern wirksam zu machen. Das gelingt, wenn Prinzipien als Leitplanken dienen, Entscheidungen an Folgen ausgerichtet sind und Interessen ehrlich benannt werden. So entsteht eine Außenpolitik, die weniger mit großen Worten, dafür mit verlässlichen Ergebnissen überzeugt. Zusammenfassend: Moral über alles. Ist ein Buch für Leserinnen und Leser, die außenpolitische Debatten jenseits vertrauter Schlagworte verstehen wollen. Es richtet sich an Studierende der internationalen Beziehungen, Politik, Wirtschaft und Medien, an Journalistinnen, Analysten, Führungskräfte in Unternehmen mit internationaler Exponierung, an Mitarbeitende in Verwaltungen und NGOs sowie an engagierte Bürger, die politische Entscheidungen einordnen möchten. Wer im Spannungsfeld von Werten, Sicherheit und Wohlstand handelt, findet hier eine nüchterne, gut strukturierte Landkarte. Der Nutzen liegt in der Kombination aus Klartext und Differenzierung. Lüders benennt Widersprüche, ohne Zynismus zu kultivieren. Er liefert Kriterien, mit denen sich moralische Ansprüche und Interessen gegeneinander abwägen lassen und zeigt, wie Narrative entstehen, wie sie wirken und wie man ihnen widersteht, wenn sie Entscheidungen verengen. Das Buch hilft, die eigenen Urteile zu schärfen, weil es Werkzeuge anbietet: Folgenorientierung statt Symbolpolitik, Resilienzchecks, Priorisierung vitaler Interessen, Dialog- und Deeskalationsmechanismen, strategische Diversifizierung. Diese Instrumente sind im privaten wie im beruflichen Kontext wertvoll, etwa wenn es darum geht, Risiken zu bewerten, komplexe Informationen zu sortieren und tragfähige Entscheidungen zu treffen. Warum dieses Buch und nicht ein anderes zum selben Thema? Die Stärke von Lüders liegt in der Verbindung aus Erfahrungswissen und klarer Sprache. Er scheut sich nicht, unbequeme Fragen zu stellen und bleibt doch lösungsorientiert. Statt bloß Kritik zu üben, entwirft er eine realistische Perspektive, die moralische Leitplanken nicht aufgibt, sondern in wirksame Politik übersetzt. Wer schnelle Gewissheiten sucht, wird hier nicht fündig. Wer belastbare Orientierung in einer multipolaren Welt braucht, erhält dagegen einen Werkzeugkasten, der Entscheidungen nachvollziehbarer und Politik wirksamer macht. Kurzum, das Buch lohnt sich für alle, die Werte ernst nehmen und zugleich wissen, dass gute Absichten allein keine Strategie ersetzen. Es zeigt, wie man moralische Energie in tragfähige Ergebnisse verwandelt und macht damit Mut zu einer erwachsenen politischen Kultur. Wenn Sie unterstützen möchten Michael Lüders, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.